Wir sind heute in Porto Seguro in Bahia, einer brasilianischen Küstenstadt mit ganzjährig warmem Klima. Wo kann man hier wohnen und wie viel kostet es? Wir besuchen heute eine beliebte Wohnanlage, die für ihre beste Lage, Sicherheit und Komfort bekannt ist. Bist du dabei? Wenn wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Alexandra und seit über 4 Jahren besuche ich die besten Orte zum Reisen und zum Leben in Südamerika. Heute besuchen wir Porto Seguro und sehen uns an, um wie viel Geld man hier ein Haus kaufen bzw. mieten kann. Porto Seguro hat ganzjährig warmes Klima. Es gibt eine nette historische Altstadt, Strände, Strandbars und gute Infrastruktur. Wenn du dir überlegst, in Brasilien sicher wohnen zu wollen oder investieren zu wollen, für ein Investorvisum oder regelmäßige Mieteinnahmen, ist das Kondominiumleben vielleicht etwas für dich. Ein Kondominium ist eine geschlossene Wohnanlage. Diese hier ist in bester Lage hier auf dem Hügel über Porto Seguro, in dem wir uns auch schon mal für einen Monat eingemietet haben. Wir haben uns damals 3 Häuser angesehen, die zum Verkauf bzw. zur Vermietung standen. Und heute möchte ich dir davon erzählen. Also es gibt Häuser mit mehr und mit weniger Platz herum. Jedes Haus hat einen kleinen Vorgarten und auch hinterm Haus. Und die Eckhäuser haben einen recht großen Garten. Es ist sehr sauber, der Pool ist immer sauber, es wird sich immer um deinen Garten gekümmert und wenn man sich umhört unter den Bewohnern, wird jeder sagen, dass es eine nette Gemeinschaft dort ist. Alle verstehen und helfen sich hier. Heute fragen wir die Bewohner, was ihnen hier gefällt. Oi, boa tarde, Isabel. Boa tarde, como está? Alles gut? Alles gut. Isabel, die gute Seele des Kondominiums, zeigt mir heute, wie sie die Gemeinschaftsgärten verschönert. Nossos queridos vizinhos, Olá. nossos amigos austríacos. Sie pflanzt nämlich allerlei Fruchtbäume, typisch brasilianisch. O que é isso? Goiaba. Goiaba. Goiaba do nosso pé aqui. De aqui? Sim, ali vou te mostrar. Ah, sim. Muitas frutas. Sim. E esse aqui é o nosso berçário. Planto aqui e planto na cidade também. Essa aqui é sua, Uau. tá bom? Orange, Oh, laranja? laranja. Ah. E pô. Essa laranja não está produzindo, foi eu que plantei. Essa aqui. Você é jardineira. Sim, sim. Olha aqui, venha ver que beleza. Deixa eu tirar esse lixo daqui. Also Wolfgang, wir haben euch jetzt schon öfters hier besucht im Condominio. Wie lange wohnst du eigentlich schon in Porto Seguro? Ja, das sind jetzt gut 4 Jahre, dass wir hier im Condominio leben. Vorher waren wir ja in Itamaraju, das ist ungefähr 150 Kilometer südlich. Okay, Und jetzt sind wir eben hier seit gut 4 Jahren. aber du bist kein Fremder, oder? Du warst du schon länger in Südamerika auch? Ja, Südamerika, seit über 30 Jahren bereise ich verschiedene Länder in Südamerika. Als kleines Kind hat mich Südamerika schon fasziniert aus Gründen, die ich nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich weiß bloß, dass mir mein Vater zu meinem 9. Geburtstag ein Buch über Südamerika geschenkt hat. Ja. Und das habe ich damals mit großem Interesse gelesen. Und seitdem hat eigentlich das Interesse für Südamerika nicht mehr aufgehört. Ah, ja, super. Und darum bin ich jetzt unter anderem hier. Ne? Okay. Und was gefällt dir an der Stadt, an Porto Seguro? Porto Seguro ist die Stadt als solche ist wenig interessant, muss man ganz ehrlich zugeben. Es ist eine durchschnittliche brasilianische Mittelstadt. Ne? Ja. Es hat ungefähr 150.000 Einwohner, liegt also in etwa zwischen kleineren Orten wie Canavieras oder Prado und Großstädten wie Salvador. Eine angenehme Größe aus meiner Sicht, aber es ist natürlich die Lage hier, direkt am Meer. Und natürlich, was dazu kommt, die Infrastruktur ist sehr positiv, ist ziemlich ausreichend, man bekommt fast alles, was man braucht. Ja. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit größere Strecken fahren zum Beispiel, wie es an kleineren Orten notwendig ist.
Und wohnen auch viele Auswanderer hier in Porto Seguro? Oder? Nein, in Porto Seguro sind ziemlich wenig. Auf der anderen Seite, das ist ja ein Urstromtal da hinten, da ist der Ort Arraial da Ajuda, da wohnen einige. Und in Trancoso, wo die Multimillionäre bis zu Milliardäre wohnen, da gibt es auch noch den einen oder anderen Deutschen. Aber hier sind es extrem wenig Deutsche. Es ist eigentlich ein typischer Touristenort für Brasilianer. Es gibt auch sehr wenig Touristen aus anderen Ländern hier. Ja. Und du bist sehr gut eingegliedert bei den Brasilianern? Ja, ich habe ja eine brasilianische Frau. Und die hat eine riesen Verwandtschaft und eine riesen Bekanntschaft. Und natürlich, nachdem ich schon so lange hier lebe, spreche ich natürlich auch Portugiesisch. Dadurch haben wir natürlich zahlreiche einheimische Kontakte. Ja. Und warum habt ihr euch für das Kondominium entschieden? Das Kondominium hat viele Vorteile. Also grundsätzlich hat ein Kondominium auch den Vorteil, dass man ein Sicherheitsvorteil ist. Aber das Kondominium speziell hat natürlich den Vorteil, die Lage, wie man sieht, man kann aufs Meer schauen. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie eingegrenzt, eingesperrt ist, wie es bei manchen anderen Kondominien der Fall ist. Das Kondominium selber ist ein bisschen älter, dadurch ist zwischen den Häusern viel Platz. Die anderen Kondomine, da werden die Häuser immer so eng zusammengebaut, damit man natürlich mehr verkaufen kann. Dann die Lage natürlich, jetzt abgesehen von der Sicht, ist es auch der ständige leichte Wind, wie man jetzt zum Beispiel auch haben. Das ist sehr angenehm, vor allem im Sommer, wenn es recht heiß ist, kann man sich da hersetzen und braucht eigentlich gar nicht schwitzen zum Beispiel. Was bei dem Kondominium natürlich auch ein großer Vorteil ist, ist, dass das große Schwimmbad hier zum Beispiel vorhanden ist. Ja, wie lang ist das? Das sind 20 Meter und da gibt es meistens sogar einen kleinen Springbrunnen, der da runterläuft. Ja. Ja, das Gute hier ist, dass ihr aber relativ weit weg seid vom Meer, ja, dass auch das Salz in der Luft nicht so schnell was kaputt macht. Das ist ein Vorteil, genau. Das ist nicht unerheblich. Das vergessen viele Leute, die direkt am Strand sich was kaufen, dass das Salz alle elektrischen Geräte beschädigt. Das Auto fängt sofort an zu rosten. Ja. Ein anderer Nachteil am Strand ist natürlich, dass der Strand öffentlich ist, dass man den Leuten nicht verbieten kann, dass sie da vorbeigehen, wenn sie lustig sind oder wenn sie wollen. Und darum sage ich immer, wenn man hier wohnen will, ist es besser, wenn man ein bisschen entfernt ist vom Strand. Wenn man Urlaub macht, ist es natürlich optimal am Strand. Das ist klar, 4, 6, 8 Wochen, 3 Monate. Aber für permanentes Wohnen. Aber permanent kann ich nicht empfehlen. Ich glaube, ein großer Vorteil vom Kondominiumleben ist hier, dass sich einfach um alles gekümmert wird, oder? Das kommt noch dazu. Natürlich, um das Schwimmbad muss ich mich nicht kümmern, um das Saubermachen von den Straßen. Das Wasser ist im Kondominiumbetrag enthalten. Also man muss sich um praktisch so gut wie nichts kümmern, außer natürlich um einen eigenen Haushalt, klar. Was ist mit dem Garten? Der Garten, ja, da haben wir meine Frau, die kümmert sich darum. In der näheren Umgebung von unserem Haus, da kümmert sie sich drum. Uma boa matriz, olha, estão verdes. Todo aqui no condomínio? Tudo aqui, fui eu que plantei. Ó, Que bom. plantei. Esse aqui é vanila, Vanilla? vanilha. Uau! É um tipo de orquídea. Nossas flores. Bonita. O que você gosta da vida no condomínio? Eu acho que muito tranquilo. Uma bela vista. Sim. Nós temos aqui esse cinturão verde da Mata Atlântica. Tem o mangue Sim. e temos o paredão que vai para o Arraial da Ajuda. E este mar belíssimo. Sim. Aqui também tem o Balé dos Pássaros, que canta de manhã, de tarde, os urubus. Tem um balé muito lindo, muito suave, muito bem sincronizado. Uma amiga das pessoas e dos animais. Sim. Aber sonst haben wir hier natürlich Angestellte, die sich um den Garten kümmern, die alles sauber machen. Die sich um alles kümmern, was normalerweise lästig und nervig ist. Als wir das andere Haus gemietet haben, haben wir zweimal die Woche einen Gärtner gehabt, der hat uns dann auf die Kokosnüsse abgeschnitten von den Bäumen und so, gell, und halt sauber gemacht. Ja, das machen die alles. Also man wird sich wirklich um nichts kümmern, was außerhalb des eigenen Haushalts liegt. Das stimmt. Pitanga, muito gostosa. Lixia.
Habt ihr jetzt irgendwas bei eurem Haus machen müssen oder wollen, als ihr eingezogen seid? Ja, es ist so, die Häuser haben alle Holzdecken hier. Und das ist ein gewisser Nachteil, weil wenn es hier regnet und die Dächer sind nicht absolut dicht, dann wenn es reinregnet, dann irgendwann ist es eine Frage der Zeit, wann das Wasser runterläuft. Und noch schlimmer ist, dass das Tiere, also diese Holzböden Tiere anlocken, vor allem Fledermäuse und Ratten. Und die verrichten da oben ihr Geschäft mit dem Ergebnis, dass da nicht eine weiße Flüssigkeit oder helle Flüssigkeit runterläuft, sondern eine braune. Und außerdem ist es einfach nervig, wenn man das Gekrabbel hört die ganze Nacht. Darum haben wir als Erste, was wir gemacht haben, dass wir eine Betondecke eingezogen haben, um das zu vermeiden. Und seitdem haben wir absolut unsere Ruhe. Das würde ich dringend empfehlen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass diese Investition bei weitem nicht so teuer ist, wie die Leute hier immer meinen. Es gibt ja inzwischen eine Firma ganz in der Nähe, die noch modernste Methoden anwendet, so wie in Europa eben auch mit großen Betonmischern und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt über Preise sprechen, hier sind wir in der Bestlage in Porto Seguro, oder? Das heißt, die Preise sind hier höher? Das ist mit Sicherheit hier die Bestlage, weil vom geografischen Ort kann es nicht besser sein. Da hat mir einer gesagt, das ist das Filet von Porto Seguro. Also wir und das Hotel da vorne und da drüben gibt es ja auch jetzt einen Supermarkt und noch einmal ein kleines Kondominium. Weil es hat eben alle Vorteile, die man sich vorstellen kann, ohne dass man eben in den Trubel reingezogen wird, weil eben da genügend weit weg ist. Und darum sind die Preise hier natürlich ein bisschen höher, das ist klar. Kannst du was zu den Kauf- oder Mietpreisen sagen hier im Kondominium? Ja, also die Kaufpreise inzwischen würde ich sagen, ab 700, unter 700.000 besser gesagt, kriegt man hier wohl kein ganzes Haus mehr. Das muss man realistisch sehen. Es sei denn, es ist in einem sehr schlechten Zustand, man muss dann sehr viel rein investieren. Die Mietpreise liegen so zwischen 3.000 bis 4.000 Reais im Monat. Da kommt dann entweder das Kondominiumgebühr, die ungefähr 800 bis 1.000 beträgt, entweder dazu, die zahlt dann der Mieter oder aber er zahlt alles und die 1.000 Reais zahlt dann der Besitzer. Das ist unterschiedlich. Obwohl wir uns hier in der Bestlage der Stadt befinden, sind die Immobilienpreise noch erschwinglich. Nämlich je nach Größe zahlst du für ein Haus in diesem Kondominium rund 150.000 Euro, größere bis 200.000 Euro. Die Häuser haben rund 120 Quadratmeter, sind zweistöckig mit 2 oder 3 Schlafzimmern. Das macht einen Quadratmeterpreis von 1.200 Euro. Natürlich eine Investition hier hat andere Vorteile auch, ne? Zum Beispiel das Investorvisum. Genau, das kann man machen. Ne? Es gibt bei hier die Regelung, dass man ab 700.000, wenn man investiert, das Visum bekommt. Und das hat hier ein Freund von uns, ein Deutscher auch, hat das gemacht, hat das für ein Haus für 800.000 gekauft und hat eigentlich ziemlich unproblematisch das Visum jetzt zunächst mal für 7 Jahre bekommen. Das kann er dann irgendwann verlängern. Okay. Aber man muss natürlich, wie gesagt, diese Summe schon investieren, das ist klar. Nicht? Also weniger geht nicht. Die Häuser hier haben alle 2 Schlafzimmer, manche mehr, ihr habt 3, oder? Ja, das sind unterschiedlich ausgestattet. Unten sind ursprünglich ein Schlafzimmer und oben auch eines. Das ist zum Beispiel da, wo ihr wart, wo wir vorher auch zur Miete waren. Da gibt es eben unten ein Schlafzimmer und oben ein Schlafzimmer. Bei uns sind es 3, wir haben oben ausgebaut, das erweitert, darum ist das auch von der Wohnfläche größer. Darum haben wir eben 3 Schlafzimmer, jeweils mit Bad und Dusche. Falls du vielleicht wie viele andere auch hier ein Haus kaufen oder vermieten möchtest, zum Beispiel für dein permanentes Investorvisum in Brasilien, kannst du mit rund 900 Euro pro Monat Mieteinnahmen rechnen. 200 davon gehen aber an die Verwaltung. Was macht die Verwaltung im Kondominium? Sie nimmt dir die Arbeit ab, eigentlich. Es ist sehr sicher, niemand kommt einfach so rein, außer du wirst von einem Bewohner erwartet. Der andere große Vorteil ist die geografische Lage. Also die Verkehrsanbindung ist hervorragend. Gegenüber liegt der Busbahnhof. Ungefähr 2 Kilometer ist der Flughafen von Porto Seguro, der den einzigen kleinen Nachteil natürlich mit sich bringt, dass manchmal ein Flugzeug startet und es ein bisschen Lärm macht, aber das ist harmlos, das ist vielleicht einmal in der Stunde. Und natürlich das Geschäftszentrum ist unten, also auch sehr nahe und man ist gleichzeitig aber weit genug weg, dass man den Trubel eben nicht mitbekommt. Und dann haben wir drüben noch das schöne große Hotel Solar do Imperador. Wenn es einem hier langweilig wird oder wenn man was Gescheites essen will, dann gehe ich da raus, 150 Meter hinüber und bin dann in dem nächsten Refugium drin. Es ist praktisch gelegen, gleich am Flughafen und direkt neben dem ältesten Hotel der Stadt, Solar do Imperador.
Wir haben schon sehr viel Zeit hier verbracht, entweder zum Essen oder in den netten Zimmern mit schöner Sicht von der Veranda aus oder auch an der schönen Poolanlage. Es hat sehr gute Küche und jeden Tag Frühstücksbuffet und öfters mal Themenabende mit gutem Essen, Live-Musik und vielem mehr. Und auch Massagen kann man hier haben. Welche Veränderungen gibt es jetzt gerade bei euch hier im Kondominium? Ja, im Kondominium gibt es kaum Veränderungen. Wir haben da diese gegenüber jetzt auf der anderen Seite jetzt ein großer Supermarkt entsteht, was natürlich die Sache noch einmal enorm verbessert, weil man dann zum Einkaufen zu Fuß gehen kann und nicht sich ins Auto setzen muss. Das ist praktisch. Und das ist natürlich super praktisch. Ne? Das ist dann wirklich alles hier in der Nähe, wo man sieht. Das Einzige, was da jetzt noch fehlen würde, wäre ein Krankenhaus. Sozusagen. Muss man gar nicht mehr rausgehen. Ja, muss man fast nicht mal rausgehen. Ne? Man geht ins Hotel rüber, wenn man was Gescheites zum Essen haben will oder wenn es einem langweilig ist. Ja. Man kann im Flughafen kann man im Prinzip sogar zu Fuß vorgehen, Ja. so nah ist der, so ungefähr 2 Kilometer bis zum Flughafengebäude. Und der Busbahnhof ist gegenüber. Nicht? Also das ist, und dann haben wir jetzt auch noch den Supermarkt. Also für Leute, die es gern bequem haben, ist das ideal. Ja, also ihr seid glücklich hier. Ja, bin sehr zufrieden. Ja. Quantas flores, futuras goiabas. Aqui, olha esse o tamanho. Ó, Isso é uma proteção? para que os bichos não comam, Ah, porque senão ela vai comer. Esse eu tirei daqui, ó. Ó, ok. ó. Ah, que bom. Sim, já Isabel, você quer comer isso comigo? com você. É sua? Goiaba. Goiaba. Sim, você pode abrir? Ok. Obrigada. Süß. Então, Isabel, você é a melhor amiga de todos no condomínio, né? Você gosta da comunidade? Sim, eu gosto muito daqui. O pessoal é muito agradável. E o verde, o meio ambiente é o que é a minha paixão. Eu gosto de todos daqui. Todos Sim. eu acho assim muito simpáticos. Sim, e nós gostamos muito de visitar vocês. Obrigada. Ja, Wohnen im Porto Seguro bietet nicht nur Sicherheit und Komfort, sondern auch eine großartige Investitionschance für das brasilianische Investorvisum. Viele dieser Immobilien können über Airbnb vermietet werden, was dir regelmäßige Mieteinnahmen garantiert. Wenn du mehr über das Leben und Wohnmöglichkeiten hier in Südamerika erfahren möchtest, abonniere meinen Kanal und lass mich in den Kommentaren deine Fragen wissen. Did somebody just sniff my leg? Yeah, it's done. Thank you.